Hallo miteinander, schön, dass ihr alle da seid und vielen, vielen Dank für eure Geduld bei all den technischen und kommunikativen Problemen, die wir am Anfang hatten. Dies wird nicht unbedingt eine angenehme Veranstaltung, da wir über schwierige Themen reden. Daher umso mehr danke, dass ihr heute da seid und euch Zeit nehmt für diese Veranstaltung. Bevor ich loslege, möchte ich 3 einzelne Punkte noch adressieren. Zuerst einmal werde ich im Verlauf dieser Vorstellung sehr viel kritisieren. Ich werde aber bewusst nicht die Namen von irgendwelchen Tierrechtsorganisationen oder Einzelpersonen nennen, weil ich nämlich nicht Personen kritisieren möchte, sondern Handlungen. Das ist für mich eine sehr wichtige Unterscheidung und ich werde später auch erläutern, was ich damit genau meine. Zweitens enthält diese Präsentation zwar diverse Fakten, es ist aber an und für sich keine objektive Berichterstattung, es ist vielmehr die Präsentation meiner subjektiven Sichtweise auf diese Dinge. Oder anders gesagt, meine Meinung. Meinungen können sich ändern und das sollen sie auch, wenn man mit neuen, besseren Informationen konfrontiert wird. Und genau dafür haben wir nach dieser Präsentation ja auch noch die Diskussionszeit eingeplant. Und zu guter Letzt, innerhalb der nächsten 30 Minuten werde ich manche von euch möglicherweise wütend oder traurig machen. Ich will, dass ihr wisst, dass das nicht meine Absicht ist. Ich möchte einfach über ein Thema reden, das mir sehr wichtig ist und euch hoffentlich auch. Davon gehe ich aus, denn sonst wärt ihr heute nicht hier. Innerhalb der 3 Jahre, die ich nun in der Schweizer Tierrechtsszene aktiv bin, habe ich sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Aus unterschiedlichen Organisationen, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, unterschiedlichen Meinungen zu einzelnen Themen und auch unterschiedlichen politischen Ansichten oder Positionen. Grundsätzlich ist das für mich etwas Positives, Erfreuliches. Denn das zeigt mir, dass die Themen Tierrechte, Antispezesismus und Veganismus keine Themen sind, die nur für eine kleine, homogene Gruppe unserer Gesellschaft von Relevanz sind, sondern im Grunde für die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft. Das bedeutet aber auch, dass in unserer Bewegung unterschiedliche Mentalitäten existieren, die sich zum Teil gegenüberstehen, was zu Konflikten führt. Und das bedeutet auch, dass unsere Bewegung nicht frei ist von problematischem Gedankengut. Ich möchte in dieser Präsentation über 2 dieser Mentalitäten sprechen. Ich behaupte nicht, dass es ausschließlich diese 2 gibt und ich behaupte auch nicht, dass jeder und jede von uns exakt in die eine oder andere Kategorie passt. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, es gibt ein ganzes Spektrum an verschiedenen Mentalitäten, mit den beiden, über die ich reden werde, an den jeweiligen Enden. Ich möchte diese Mentalitäten definieren, ich möchte ihre Probleme aufzeigen und anschließend über Lösungsvorschläge reden, wie wir diese Konflikte reduzieren können. Von der ersten Mentalität habt ihr bestimmt schon mal gehört. Sie nennt sich Hauptsache für die Tiere. Ich finde diesen Begriff irreführend. Denn viele von euch mögen jetzt vielleicht denken, ja nun, aber ich mache halt ausschließlich Aktivismus für nichtmenschliche Tiere. Oder ich mache zuallererst Aktivismus für Tiere. Was ist denn daran verkehrt? Und ich kann euch beruhigen, also nach meiner Ansicht ist das grundsätzlich nicht verkehrt. Die meisten von uns machen Aktivismus nicht beruflich, sondern machen das neben ihren Haupttätigkeiten, also neben ihren Vollzeit- oder Teilzeitberufen, neben ihrem Studium oder ihrer Ausbildung, neben ihren familiären oder sonstigen Verpflichtungen. Und auch für Menschen, die sich aktivistisch einsetzen, hat der Tag nur 24 Stunden und die Woche nur 7 Tage. Das heißt, ihr wendet Zeit auf, die ihr auch rein hedonistisch verbringen könntet, aber ihr benutzt sie, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Das ist aber nicht das, was Hauptsache für die Tiere meint. Der Begriff Hauptsache für die Tiere beschreibt ein Verhalten, das bezwecken soll, Aufmerksamkeit für die Rechte nichtmenschlicher Tiere zu erhöhen, gleichzeitig aber zu anderen Formen der Diskriminierung beiträgt. Das muss nicht unbedingt bewusst geschehen, das kann versehentlich, unbewusst geschehen, da wir alle in diese Gesellschaft hineingeboren sind, die nun mal per Definition nicht frei ist von Diskriminierung. Das kann aber auch sehr absichtlich geschehen. Zum einen, um Skandale zu erzeugen, die für mehr Aufmerksamkeit sorgen, oder aber, wenn manche Organisationen einen anderen Zweck verfolgen, als die Aufmerksamkeit auf Tierrechte zu erhöhen und diese ansteigende Bewegung, die laut Melanie Joy eine der am schnellsten wachsenden Gerechtigkeitsbewegungen unserer Zeit ist, zu nutzen, um ihre eigene Ideologie zu verbreiten. Zur Hauptsache für die Tiere gehört auch, dieses Verhalten zu ignorieren, es zu tolerieren, es zu akzeptieren oder gar zu verteidigen. Ich möchte im Verlauf dieser Präsentation vor allem von 2 Diskriminierungsformen reden, von Sexismus einerseits und von Rassismus andererseits.
behaupte natürlich, mir ist bewusst, dass es sehr viele mehr Diskriminierungsformen gibt, auch innerhalb der Tierrechtsszene, aber aus Zeitgründen möchte ich mich auf diese beiden konzentrieren. Es gab in der Vergangenheit schon öfters Plakate oder Werbekampagnen, die zwar dafür gedacht waren, die Aufmerksamkeit für Tierrechte zu gewinnen, aber möglicherweise unabsichtlich einen Beitrag zur systematischen Objektifizierung und Ausbeutung von Frauen geleistet haben. Ich möchte diese hier nicht zeigen, weil sie zum Teil sehr verstörend sind. Ihr findet eine umfangreiche Sammlung unter veganfeministnetwork.org. Den Screenshot, den ihr da seht, das ist auch der Disclaimer, der halt vor der Darstellung physischer und sexueller Gewalt warnt. Ich möchte über ein Video reden. Dieses Video werde ich hier auch nicht abspielen. Ich zeige einen Screenshot von diesem Video und ich möchte deswegen vorher sagen, wenn jemand von euch den Anblick einer verletzten Frau nicht sehen möchte, dann bitte ich euch jetzt kurz zur Seite zu schauen. Ich sage Bescheid, sobald ich diese Folie wieder wegklicke. Ich rede von dem Video Boyfriend Went Vegan, das ihr auch auf YouTube findet. In diesem Video seht ihr eine Frau, die offensichtlich verletzt ist und unter Schmerzen. Sie läuft eine Straße hinunter und, Verzeihung, ich bin ein bisschen erkältet, mein Hals ist etwas kratzig. Und während sie sich diese Straße hinunterquält, erzählt der Erzähler, dass ihr Freund letzte Nacht vegan wurde und deswegen, und ich zitiere jetzt wortwörtlich, fickt wie ein tantrischer Pornostar. Ich denke, wir können ohne Zweifel sagen, dass Videos dieser Art ein klares Beispiel sind für die Glorifizierung von häuslicher Gewalt, von sexuellen Übergriffen und von der Objektifizierung von Frauen. Und das sind Zeiten, in denen allein in der Schweiz mehr als die Hälfte aller Frauen schon mal sexuell belästigt wurde, jede 5. Frau schon einmal sexuelle Gewalt erlebt hat und jede 4. Frau häusliche Gewalt. Ich habe dieses Video einmal in einem Gruppenchat angesprochen und dort wurde gesagt, dass doch das, was 2 oder mehr Menschen einvernehmlich miteinander machen, Privatsache sei und dem möchte ich auch gar nicht widersprechen. In dem Video bekommt man allerdings nicht den Eindruck, dass das unter Einvernehmbarkeit geschehen ist, vor allem weil sie unter anderem am Ende ihrem Freund genervt den rein pflanzlichen Einkauf entgegenwirft. Ich habe die Folie weggeklickt. Als nächstes möchte ich über Rassismus und Xenophobie reden. Es gibt Organisationen, die den Anschein erwecken, dass sie sich für Tierrechte einsetzen, aber die Aufmerksamkeit, die sie erhalten, eigentlich nutzen, um fremdenfeindliches Gedankengut zu verbreiten. Dafür muss man gar nicht lange und weit suchen. Das reicht schon, wenn man einen Blick auf diverse Facebook-Seiten wirft, wo dann zum Beispiel Videos über das Schächten gezeigt werden. Und versteht mich bitte nicht falsch, jede Form von Schlachtung ist ein Eingriff in das Leben eines empfindsamen Lebewesens und nicht okay, egal ob das aus konsumorientierten Gründen passiert, aus Gründen der Geschmacksbefriedigung oder aus irgendwelchen traditionellen oder religiösen Riten. Allerdings sollten wir die Schlachtung von Tieren als Ganzes kritisieren und uns nicht die Fälle herauspicken, die wir besonders schlimm finden und die nicht in unseren Kulturkreisen stattfinden. In dem Text, den ihr hier seht, der nennt sich Ein Schiff voller Tierfresser, entzweit die vegane Community. Der wurde verfasst von der Präsidentin eines Tierschutzvereins in Deutschland. In diesem bezeichnet sie die Menschen, okay, vielleicht muss man das noch vorher sagen, sie bezieht sich in dem ersten Absatz auf die Flüchtlingssituation im Mittelmeer. Dort bezeichnet sie die flüchtenden Menschen als Tierfresser und schreibt, ich zitiere, und das ist eine in vielen Fällen sogar noch beschönigende Wahrheit bei Menschen, die aus Ländern kommen, in denen das Abmetzeln von Tieren in aller Öffentlichkeit völlig normal ist. Sie beschreibt das also so, als wäre es falsch, Menschen vom Ertrinken zu retten, die Fleisch konsumieren, so als wären nur vegan lebende Menschen rettungswürdig. Und beschwert sich in diesem Text im Grunde darüber, dass sich die vegane Community wegen des Flüchtlingsthemas streitet. Texte wie diese sind für mich der Inbegriff von Hauptsache für die Tiere, weil die Autorin hier im Grunde verlangt, dass Menschen, die sich sowohl für die Rechte von Tieren wie auch die Rechte von Menschen interessieren, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sich für die Rechte von Menschen entweder nicht interessieren oder sogar gewissen Menschen aus gewissen Kulturkreisen gewisse Rechte aberkennen möchten. Und als wäre das nicht schlimm genug, präsentiere ich euch, wenn mein Laptop mitmachen möchte, vegane Nazis. Das ist übrigens kein Witz. Wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, es handelt sich um eine Satire-Serie. Der Artikel hier, der handelt von einer Videoserie, die ihr auch heute noch auf YouTube abrufen könnt.
Sie nennt sich Balaklava-Küche und ist eine Kochshow, in der junge Männer mit Balaklavas bekleidet, das sind diese schwarzen Sturmhauben, vegan kochen und dabei rechtspopulistische Anmerkungen und rassistische Witze machen. Wie gesagt, denkt man im ersten Moment, dass es sich hierbei um Satire handelt. Wenn man aber diese Videos genauer anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass das nicht der Fall ist. Unter anderem zeigen diese strammen jungen Männer den identitären Gruß. Für die, die das nicht wissen, die identitäre Bewegung ist eine rechtsextreme Bewegung, die die angebliche Islamisierung Europas bekämpfen möchte. In manchen Videos tragen sie Shirts mit Aufschriften wie Haus Montag Pirna, das ist die Kreisgeschäftsstelle oder eine Kreisgeschäftsstelle der NPD. In 2 Videos ist auch eine NPD-Aktivistin zu sehen. Und bevor diese Videos auf YouTube erschienen sind, konnten sie über das sogenannte FSN-TV gestreamt werden. Das steht für Frei Sozial National und ist der Streamdienst eines szenebekannten Neonazis. Dieses Problem beschränkt sich nicht auf den deutschsprachigen Raum. Auch die Webseite der US-amerikanischen Aryanism, also der arischen Bewegung, hat einen eigenen Abschnitt zu veganer Ernährung, in dem sie erklären, dass Veganismus wichtig wäre für das Wiedererstarken der weißen Rasse. Das heißt, ihr findet auf dieser Seite neben Hakenkreuzen und Zitaten von Hitler und Goebbels Rezepte für Kidneybohnenburger und rein pflanzliche Aufläufe. Es gibt einige Menschen, die diese Probleme bereits erkannt haben und sie adressieren. Allerdings ist die Reaktion, die sie dabei erhalten, nicht immer positiv. Ihnen wird oft angelastet, dass sie Infighting betreiben, also dass sie Konflikte schüren. Und versteht mich nicht falsch, Infighting existiert. Es gibt Organisationen, die sich aus den, meiner bescheidenen Meinung nach, lächerlichsten Gründen Hindernisse in den Weg legen. In meiner Meinung nach ist aber, diese Probleme zu adressieren, kein Infighting, sondern bitter nötig, wie ihr jetzt hoffentlich auch gesehen habt. Eine der Sachen, die man sich dann oft anhören muss, ist, hört doch auf zu kritisieren. Und dem möchte ich ganz klar widersprechen. Ohne Kritik wären die meisten von uns wahrscheinlich heute nicht hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber ich wurde nicht vegan erzogen. Ich habe 20 Jahre meines Lebens Tiere gegessen und ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gefunden, Tiere auszubeuten ist doch blöd. Das habe ich erst gemerkt, nachdem man dies kritisiert hat an mir und ich meine Handlung überdacht habe. Und Kritik sollte immer erlaubt sein, solange sie konstruktiv, rational und wohlwollend ist. Manchmal bekommt man auch zu hören, kritisiere doch diese Person nicht, denn sie macht so viel Gutes für die Tiere. Und das ist zwar schön und gut, aber wenn man sich für die Rechte von Tieren einsetzt, erlaubt einem das nicht automatisch, dass man andere unterdrückte Gruppen dafür umso schlechter behandeln darf. Das ist kein Freifahrtschein, um auf andere Art und Weise Diskriminierung oder Unterdrückung zu befördern. Und was man zu guter Letzt auch manchmal hört, ist, ihr schadet der Bewegung oder Tierrechtsaktivismus sollte inklusiv, also für alle zugänglich sein. Und dieser letzten Aussage kann ich nur zustimmen. Sie sollte inklusiv sein. Inklusiv für Frauen, inklusiv für farbige Menschen, inklusive für körperlich oder geistig behinderte Menschen, inklusiv für Menschen der unterschiedlichsten Geschlechterorientierungen oder sexuellen Orientierungen. Inklusiv für Menschen aus allen möglichen Kulturkreisen. Und genau deswegen sind jegliche Form von Diskriminierung fehl am Platze. Ich meine, stellt euch vor, wenn eine farbige, nicht vegane Person sich zum ersten Mal über Tierrechte und Veganismus informieren möchte und gerät dann ausgerechnet an eine Organisation, in der Rassismus toleriert wird oder sogar noch verbreitet wird. Diese Person wird denken, Veganer, das sind Menschen, die Tiere lieben, aber Menschen, die mich hassen. Darum an dieser Stelle noch ein kleines Statement von mir, eine Bewegung, die gegen die Unterdrückung einer Gruppe kämpft, aber die Unterdrückung anderer Gruppen akzeptiert, trägt nicht zu einer Welt ohne Unterdrückung bei. Das war die einfachere Hälfte dieser Präsentation. Nicht einfacher deswegen, weil es so einfach ist, über diese Themen zu reden. Ganz im Gegenteil. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass es mir überhaupt nicht einfach fällt, über diese Dinge zu reden. Aber diese Dinge sind meiner Meinung nach so offensichtlich problematisch, dass es nicht so schwierig ist, das genau zu definieren. In der nächsten Hälfte war ich da anfangs nicht ganz so zufrieden. Da ist es mir sogar sehr schwer gefallen, die Kritikpunkte genauer zu definieren. Einige von euch werden auch möglicherweise mit dieser zweiten Hälfte nicht einverstanden sein und das ist völlig in Ordnung. Genau dafür haben wir hinterher den Diskussionsteil. Deswegen bitte ich euch, seid geduldig mit mir. Diese andere Seite des Mentalitätenspektrums nenne ich Call-out-Culture.
Für die von euch, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, was dieser Begriff bedeutet, reden wir erstmal über Callouts. Ein Callout bedeutet, dass man Personen für ihr Verhalten öffentlich kritisiert oder an den Pranger stellt. Das funktioniert besonders gut über soziale Medien, da man so sehr schnell eine sehr große Reichweite erhält und auch Menschen erreicht, die man sonst über sein soziales Umfeld nicht erreichen würde. Ich möchte hier 2 Beispiele nennen für Callouts. Nummer 1, wenn ein Unternehmen für umweltschädigende oder menschenunwürdige Praktiken kritisiert wird, also zum Beispiel, dass sie Menschenrechte an ihren Standorten nicht einhalten. Oder wenn ein Screenshot einer Unterhaltung angefertigt wird, in der man belästigt worden ist und diese dann unzensiert veröffentlicht. Und jetzt möchte ich, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich sage nicht, dass Callouts grundsätzlich falsch sind. Im Gegenteil. Zum ersten Beispiel kann man sagen, dass Callouts dazu beitragen können, mit verhältnismäßig wenig Aufwand sehr viel Veränderung zu bewirken. Es gab schon einige Unternehmen, die aufgrund von Callouts und den danach folgenden Shitstorms ihr schädliches Verhalten ändern oder reduzieren mussten. Und zweitens, zum zweiten Beispiel, wenn beispielsweise ein Typ nicht aufhören möchte, eine Frau über den Facebook Messenger zum Beispiel sexuell zu belästigen, dann kann das möglicherweise das einzige wirksame Mittel sein. Und ich möchte noch anfügen, dass ich dann nicht in der richtigen Position wäre, um den Callout zu kritisieren. Als weißer, heterosexueller Cisgender-Mann gehöre ich zu keiner systematisch diskriminierten Gruppe. Und es wäre anmaßend, Menschen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie diskriminiert werden. Das allererste, was Menschen machen sollten, vor allem in meiner Position, ist doch, mit Menschen Solidarität zu zeigen, wenn sie diskriminiert werden und sie nicht dann noch für ihre Verteidigung zu kritisieren. Verzeihung. Und trotzdem steht Callout Culture hier an dieser Stelle als andere Seite des Spektrums. Das liegt daran, dass ich es für schädlich halte, wenn wir in einer sogenannten Callout Culture leben. Und die definiere ich folgendermaßen: Wenn erstens Callouts immer als erstes Mittel gewählt werden, statt als letztes Mittel, wenn sie zweitens aufgrund von Interpretation oder Überinterpretation stattfinden, statt mit einer informativen Sachlage. Das heißt also, wenn ich nicht alle nötigen Informationen habe, um abschließend sagen zu können, das Verhalten dieser Person war problematisch. Wenn von vornherein dann immer das Schlimmste vermutet bzw. der Person unterstellt wird, anstatt eben erst einmal, siehe Punkt 2, die notwendigen Informationen einzuholen. Und viertens, wenn der Callout keine sachliche Kritik enthält, sondern vor allem dafür ausgelegt ist, die Person persönlich anzugreifen, möglicherweise noch nur mit dem Vorwand, etwas Gutes zu tun und eigentlich dafür gedacht ist, der Person zu schädigen. Hier ein paar Beispiele, wie so ein Callout funktionieren kann. Da sagen wir, es gibt eine Person A und eine Person B und diese Person B hat zum Beispiel etwas gesagt, was man auf verschiedene Arten interpretieren könnte. Und statt dass ich diese Person jetzt frage, hey, wie hast du das gemeint, gehe ich automatisch davon aus, diese Person hat das ganz bestimmt sexistisch gemeint. Also mache ich einen Callout und löse möglicherweise einen Shitstorm aus, der für diese Person gravierende negative Konsequenzen hat. Oder diese Person B hat in der Vergangenheit, vor 4, 5 Jahren etwas gesagt oder geschrieben, was vielleicht problematisch ist, aber heute vielleicht gar nicht mehr ein Teil der Meinung dieser Person ist. Also wenn ihr irgendwo auf meiner Facebook-Chronik runterscrollt, dann werdet ihr sicher irgendwo Kommentare finden, die ich heute zutiefst bereuen würde, die ich einfach vergessen habe, da ich meine Meinung auch schon geändert habe. Aber wenn man das irgendwo schriftlich schwarz auf weiß findet, dann dient das natürlich als sehr gutes Mittel, um einen Callout zu starten. Das kann auch weitere Ebenen annehmen. Wenn jetzt zum Beispiel die Person A die Person C persönlich kennt und die Person C macht gemeinsame Aktionen mit der Person B. Person A weiß, Person B ist auf jeden Fall rassistisch oder sexistisch veranlagt und geht jetzt einfach davon aus, Person C weiß das bestimmt und es ist ihr egal, also ist die Meinung der Person A. Person C ist auf jeden Fall auch damit einverstanden, ist auch rassistisch, auch sexistisch und wird deswegen eines Callouts unterzogen. Das kann sich auch auf ganze Organisationen ausweiten. Also wenn zum Beispiel Person B bei einer Organisation O teilnimmt und Person A jetzt davon ausgeht, Organisation O weiß Bescheid über die problematischen Aussagen und Handlungen von Person B, toleriert oder akzeptiert das aber und deswegen sind für Person A automatisch alle Personen in der Organisation O rassistisch, sexistisch veranlagt und es wird gesagt, hey, meidet diese Organisation, die ist ganz schlimm. Ich habe euch am Anfang Lösungen versprochen. Das Problem ist, dass es für diese Konflikte keine einfache Lösung gibt, denn es handelt sich ja nicht um einfache Probleme. Es handelt sich um ein komplexes Problem und die haben selten einfache Lösungen.
Und solange Rassismus, Sexismus, Ableismus, Queerphobie und andere Formen der Diskriminierung existieren, solange werden wir auch diese Probleme haben. Aber ich möchte ein paar Ideen in den Raum werfen, die möglicherweise helfen, diese Probleme zu reduzieren. Denn es fängt bei uns und unserer Art der Kommunikation an. Zuerst einmal für diejenigen, die sich vielleicht eher auf der Hauptsache für die Tiere-Seite gesehen haben, ist übrigens überhaupt kein Vorwurf. Ich halte diesen Vortrag auch aus dem Grunde, weil ich mich selber schon auf beiden Seiten dieses Spektrums gesehen habe und auch nicht behaupten kann, dass ich jetzt schon die exakte Mitte gefunden habe. Das ist alles ein Weg. Aber diejenigen von euch, die vielleicht eher das Gefühl hatten, ja, ich habe mich eher dort gesehen, möchte ich euch zuerst einmal den Vorschlag machen, informiert euch über andere Diskriminierungsformen. Also das betrifft zum Beispiel auch uns Männer, die möglicherweise gar nicht wahrnehmen, wie sie tagtäglich durch Dinge, die einfach für sie Gewohnheit sind, zum Sexismus beitragen. Und für mich bedeutet Feminist sein nicht, dass ich jetzt schon perfekt bin und alles weiß, ganz im Gegenteil, ich lerne noch jeden Tag dazu und ich mache auch Fehler auf meinem Weg. Für mich bedeutet das, dort Sexismus zu bekämpfen, wo ich ihn sehe, und wenn ich ihn zuerst bei mir sehe, dann fange ich dort natürlich an. Als zweites möchte ich euch vorschlagen, euch über Intersektionalität zu informieren. Dieser Begriff beschreibt eine Theorie, die besagt, dass die verschiedenen Diskriminierungsformen, die existieren, miteinander verbunden sind und sich öfters in einer Person sammeln. Zu je mehr unterdrückten Gruppen sie gehört, desto schwieriger ist es für diese Person, durch das Leben zu gehen. Und Anfang Januar findet dazu auch ein Vortrag statt, ebenfalls über die Activist Foundation, allerdings von einer Aktivistin, die in diesem Thema deutlich mehr Ahnung hat als ich. Und ich möchte euch auch gerne ein paar Medienvorschläge mit auf den Weg geben. Zum einen gibt es diese Broschüre, die heißt Tierbefreiung und soziale Revolution, geschrieben von Brian A. Dominic und übersetzt ins Deutsche. Ich habe hier eine Kopie mit, da könnt ihr später reinschauen. Ihr findet es aber auch als PDF auf der Homepage von Tier im Fokus. Und zum anderen ein ziemlich gutes Video meiner Meinung nach, das für mich auch recht ein Augenöffner war das Video Why I'm Not Longer Vegan, beziehungsweise auf Deutsch, warum ich nicht länger vegan, Trademark, lebe, von Maxi auf YouTube. Maxi lebt nach wie vor vegan. Sie hat diesen Titel bewusst gewählt, wegen dieser Reihe an Videos von diversen Social Media Stars, die lang und breit erklären, warum sie jetzt nicht mehr vegan leben und dabei die meiner Meinung nach unsachlichsten Ausreden gefunden haben, wieder Tiere zu essen. Sie erklärt in diesem Video ziemlich brillant zum einen die Dinge, die ich halt schon mal versucht habe zusammenzufassen, und zum anderen erklärt sie auch, warum ganz isolierter Tierrechtsaktivismus möglicherweise gar nicht zu dem Ziel führt, dass wir Tierrechtsaktiven verfolgen. Für diejenigen von euch, die sich eher auf der anderen Seite des Spektrums gesehen haben, also eher das Gefühl haben, dass sie schon zur Call-out-Culture beigetragen haben, auch hier wieder, es ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, ich möchte euch vorschlagen, stattdessen Call-in-Culture in Betracht zu ziehen. Das bedeutet, dass ihr, bevor ihr einen Call-out macht, als allererstes die Person zu euch herannehmt und sie fragt, hey, wie hast du das gemeint? Oder für den Fall, dass es ganz klar ist, dass die Aussage oder Handlung problematisch war, der Person zu sagen, du schau, was du vorhin gesagt hast, das war sexistisch, lass mich dir bitte erklären, wieso. Das ist ein ganz großer Unterschied zu, hey, diese Person war sexistisch, schmeiß sie aus allen Gruppen raus. Denn wenn man das tut, und klar, manchmal ist das leider notwendig, weil Personen nicht einsichtig sind. Aber wenn man von Anfang an einen Callout macht und die Personen sich dann zurückziehen, kann es zum einen passieren, dass Personen in Depressionen oder Burnouts fallen, weil sie zu Unrecht einen Callout erlebt haben. Und wir sind schon sehr wenige vegan lebende Menschen und sehr wenige Tierrechtsaktive. Wir können uns nicht leisten, Menschen, die nichts falsch gemacht haben, unter den Karren zu werfen. Und zum anderen, selbst wenn die Person es möglicherweise falsch gemacht hat, wird sie dann so aus dieser Bewegung rausgeekelt und findet dann umso mehr Anklang und Gehör bei den Personen, die dieses Gedankengut sogar noch befürworten. Und so verhärten sich die Fronten. Und das macht eine Kommunikation unmöglich oder zumindest sehr, sehr schwierig. Zur Call-in-Culture gehört auch effektive Kommunikation. Also, dass ihr wohlwollend statt angreifend kommuniziert und dass ihr Handlungen und Aussagen konstruktiv kritisiert und die Person dahinter aber respektiert. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, das gelingt mir auch nicht immer, und ich weiß, dass es auch nicht immer angebracht ist, vor allem wenn eine Person zum Beispiel wirklich partout nicht aufhören möchte, sich problematisch zu verhalten. Aber ein gutes Buch, das ich an dieser Stelle vorschlagen möchte, ist Beyond Beliefs von Melanie Joy. Es ist im Grunde ein Ratgeber zum Verbessern von Beziehungen und Kommunikation für vegane und nicht vegane Menschen. Theoretisch geht es dabei um romantische Beziehungen, also wenn zum Beispiel
zwei Menschen eine Beziehung führen, die eine Person lebt vegan, die andere nicht, wie man Konflikte vermeiden kann, wie man effektiv kommunizieren kann. Aber sie schreibt auch klar, dass sich die Ideen, die sie in diesem Buch beschreibt, auf alle möglichen Arten der Beziehungen, also auch auf freundschaftliche Beziehungen anwenden lassen. Und es gibt einen ganzen Abschnitt über effektive Kommunikation, der euch darüber hinaus auch beim Tierrechtsaktivismus hilft. Und auch ein Buch, das mir in dieser Hinsicht sehr geholfen hat, ist das Buch Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind, von Michael Schmidt-Salomon. Ein im ersten Moment recht verwirrender Titel, aber der Autor beschreibt in diesem Buch, dass die Situation ist die folgende. Unsere Rechtsprechung und unsere gesellschaftliche Moral geht davon aus, dass wir alle einen freien Willen haben und daher für alle unsere Handlungen und Fehler und schlechte Dinge, die wir tun, vollumfänglich verantwortlich sind. Die Wahrheit ist aber, laut Aussage des Autors, dass wir keinen freien Willen haben und dass wir alle das Produkt sind von einerseits unseren inneren Anlagen und andererseits der Umgebung, in der wir leben, also unserem sozialen Umfeld, der Kultur, in der wir aufgewachsen sind und der Zeit, in der wir geboren und aufgewachsen sind. Und er tut in diesem Buch überhaupt nicht Gräueltaten in der Geschichte rechtfertigen, im Gegenteil, er kritisiert sie sehr scharf. Er erklärt aber in diesem Buch sehr gut, warum Menschen, die böse Dinge tun, auch noch das Gefühl haben, dass sie diese Dinge mit Recht tun. Und mir hat das auch sehr geholfen, mich wieder mit fleischessenden Menschen verbinden zu können, mich in sie hineinzuversetzen und mit ihnen zu kommunizieren und dann ruhig zu bleiben, wenn das fehlschlägt. Zu guter Letzt möchte ich den Begriff Outreach innerhalb der veganen Szene noch erklären. Einige von euch machen Outreach-Aktivismus, für die das nicht machen. Das bedeutet eben, dass man mit Menschen, die halt, jetzt beispielsweise beim Thema Veganismus und Tierrechte, dass man mit Menschen, die halt Tierprodukte konsumieren und damit zur Unterdrückung von Tieren beiträgt, aktiv auf diese Menschen zugeht und mit ihnen wohlwollend, sachlich, rational und kommuniziert und sie mit sachlichen Argumenten davon überzeugen möchte, dass sie doch ihr Verhalten ändern. Ich weiß, dass einige von euch Outreach-Aktivismus machen. Das kann bedeuten, dass ihr Flyer verteilt. Das kann bedeuten, dass ihr bei Straßenaktionen mit Passantinnen und Passanten spricht. Und jetzt möchte ich, dass ihr mal überlegt, wie sprecht ihr mit diesen Menschen? Also, wenn ich jetzt an einem Menschen begegne und wir kommen ins Gespräch, dann weiß ich nicht, ob dieser Mensch sexistisches, rassistisches oder sonst wie diskriminierendes Gedankengut verbreitet. Ich weiß aber nach sehr kurzer Zeit, dieser Mensch isst Tiere und trägt damit zu eben jener Unterdrückungsform bei, die ich beenden möchte. Wie begegnen wir diesen Menschen? Konstruktiv, rational, sachlich, wohlwollend. Und was ich mich frage ist, wenn wir das mit Fleischessenden machen können, warum können wir so nicht miteinander kommunizieren? Innerhalb unserer eigenen Bewegung. Denn natürlich sind Menschen, nur weil sie vegan werden oder Tierrechtsaktivismus betreiben, nicht automatisch in allen anderen Aspekten perfekt, ganz im Gegenteil. Mit manchen Menschen habe ich das Gefühl, dass das vegane Leben und Tierrechtsaktivismus zu betreiben das einzige Bindeglied ist. Und das ist auch okay, denn wir sind alle auf dem Weg dahin, uns zu verbessern. Und darum möchte ich an euch alle appellieren, bauen wir doch Brücken statt Mauern. Reichen wir einander die Hand, statt sie einander wegzuschlagen. Ziehen wir einander hoch, anstatt uns runterzudrücken. Und helfen wir uns gegenseitig, bessere Menschen zu werden. Und um diese Präsentation damit zu beenden, ich denke, es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, als damit anzufangen, als hier und jetzt, denn wir sind alle da. Also lasst uns miteinander reden. Danke.